Willkommen, Commander! In Kürze werden Sie auf den ersten überlichtschnellen Flug in der Geschichte der Menschheit aufbrechen. Ihr Ziel ist Alpha Centauri und auch wenn wir auf einen reibungslosen Verlauf hoffen, sollten Sie sich auf alle Eventualitäten vorbereiten. Die Grundlage für eine erfolgreiche Mission besteht in der Wahl des richtigen Schiffes und der richtigen Crew. Wir werden Ihnen in diesem Missionstraining Ihre Optionen dafür vorstellen. Für die Mission sind 4 Plätze für Spezialisten vorgesehen, die Sie frei aus unserer Vorauswahl geeigneter Kandidaten zusammenstellen können. Sie haben dabei die Wahl zwischen klassischen Raumfahrern wie Astronauten, Piloten oder Ingenieuren, aber auch verschiedenen Wissenschaftlern und solchen, die normalerweise im Rahmen der Missionsplanung oder Medienvertretung nicht persönlich Teil von Missionen sind, aber für den Jungfernflug in Betracht gezogen werden. Die besonderen Eigenschaften der einzelnen Crewmitglieder werden unter bestimmten Bedingungen wichtig werden, wenn diese zum Beispiel auf Außenmissionen gehen und sich vielleicht besonderen Herausforderungen werden stellen müssen. Auch Fachwissen im Umgang mit Reparaturen kann entscheidend werden. Zudem hat jede Person die Erlaubnis, einen privaten Gegenstand auf die Mission mitzunehmen. Dieser könnte für Notfälle wichtig werden oder sich möglicherweise bei einem Erstkontakt als wertvolles Tauschobjekt mit Alienrassen herausstellen. Neben der Zusammenstellung der Crew haben Sie die Wahl zwischen 3 verschiedenen Schiffstypen. Die ISS Ulysses, die ISS Endurance und die ISS Discovery. Alle haben leicht unterschiedliche Eigenschaften, was zum Beispiel ihre Hüllenstärke, Sprungreichweite oder Größe des Frachtraums angeht. Mit der Endurance setzen Sie auf ein zähes Schiff mit hoher Ladekapazität, während die Discovery schnell, aber weniger gut gepanzert ist. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, was Ihrem Kommandostil am ehesten entspricht, empfehlen wir die Ulysses mit ihren ausgeglichenen Eigenschaften. Jedes dieser Schiffe ist jedoch rein für den interplanetaren Raum gedacht und für den Orbit, jedoch nicht für die Landung auf einem Planeten. Zu diesem Zweck wird Ihr Schiff einen Lander an Bord haben. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen 3 Modellen: ISV Serenity, Odyssey oder Pathfinder. Hier ist die Serenity ein ausgeglichenes Modell, während die Odyssey stabil ist und gut zum Abbau von Rohstoffen geeignet, während die Pathfinder eher der Aufklärung dient und mehr Treibstoff an Bord nehmen kann, aber empfindlicher gegenüber Schäden ist. An Bord des Mutterschiffs finden Sie in jedem Modell ein Grundset an Einrichtungen. Unter Comms finden Sie die Kommunikationseinrichtung, die für den unwahrscheinlichen Fall eines Erstkontakts mit fremden Lebensformen wichtig werden wird. Hier nehmen Sie gesendete Signale entgegen und kommunizieren mit anderen Schiffen. In der Datenbank finden Sie Ihr aktuelles Logbuch mit Aufträgen und weiterführenden Informationen, eine Aufzeichnung der Geschehnisse, eine Liste bekannter Orte und den Zugang zur Galaxiekarte, um Ihre Position abzugleichen. Auf der Brücke haben Sie einen Überblick über alle wichtigen Daten: wie voll die Tanks sind, wie der Zustand des Schiffes ist, welche Module eingebaut sind und ob alle Systeme korrekt arbeiten. Das Landemodul wartet in der Undock-Bucht auf Sie und hier bekommen Sie angezeigt, wie es um die Stabilität und die Systeme des Landers bestellt ist. Wenn Sie ein Lander-Modell entsorgen wollen, um ein neues bauen zu lassen, können Sie das ebenfalls befehlen. Unter Ressourcen wird Ihnen angezeigt, was sich derzeit in den Frachträumen des Schiffes und des Landers befindet, wobei jede Gruppe in sich jeweils nur mit einem Rohstoff befüllt werden kann. Fracht aus dem Lander wird automatisch auf das Schiff verladen, solange noch eine Gruppe an Frachträumen dafür frei ist. Wollen Sie Platz machen, um wertvollere Rohstoffe an Bord zu nehmen oder Ihren Raum effizienter zu nutzen, können Sie einzelne Sektionen über den roten Reiter oberhalb der Übersicht leeren lassen. Über die anderen Reiter oben im Interface können Sie die einzelnen Rohstoffe in der Raffinerie zu Treibstoff oder exotischer Materie für den interstellaren Flug umwandeln oder für die Reparatur von Lander- und Schiffshülle verwenden. Der Einfachheit halber herrscht hier eine Farbkodierung vor. Die blau angezeigten Gase dienen zum Gewinn normalen Treibstoffs, die grün markierten Minerale erzeugen exotische Materie und die grauen Metalle eignen sich für Reparaturen. In den Quartieren finden Sie Ihre Crew und können den Gesundheitszustand der einzelnen Mitglieder einsehen. Etwaige Verletzungen werden über Symbole abgebildet und liefern bei genauerem Hinsehen weitere Informationen. Hier legen Sie auch fest, wer den Lander steuert und damit die Außenmissionen übernimmt. Die aktuell dafür festgelegte Person wird durch einen Rahmen gekennzeichnet. Im Labor schließlich arbeiten Sie mit den Werkzeugen und möglichen neuen Modulen, die Sie verwenden wollen. Auch das Heilen Ihrer Crew über Medikamente läuft über das Labor. Hören Sie dabei auf Ihre Teammitglieder, die Ihnen offen ihre Befähigung für eine Aufgabe oder die Dringlichkeit einer medizinischen Behandlung mitteilen werden.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, Commander, bevor Sie zum Jungfernflug aufbrechen wollen, so finden Sie die Antworten darauf sicherlich in unseren weiterführenden Videos zur Steuerung des Schiffes, des Landers, dem Abbau von Rohstoffen und zur Erkundung fremder Sonnensysteme.